warum du beim Reifenkauf genau aufpassen musst und was mir passiert ist, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Heute möchte ich dir erklären, warum du beim Online-RC-Reifenkauf ganz genau lesen solltest. Dann zeige ich dir, worauf du achten musst, wenn du Crawler-Reifen montieren möchtest. Im Anschluss zeige ich dir die Montage hier am Beispiel des HGP 408. Und zum Schluss gibt es hier nochmal ein Fazit, ob der Kauf dieser Reifen sich hier gelohnt hat und ob diese vernünftig passen. Ich habe mich dazu entschlossen, meinem Humvee neue Reifen zu verpassen, so welche hier aus dem Zubehör. Ich bin in der Regel ein Freund davon, Dinge auch gebraucht zu kaufen, weil warum denn nicht? Sie funktionieren, sind oftmals günstiger, es ist gut für mein Budget und die andere Person freut sich, wenn sie wieder ein bisschen Geld in der Hobbykasse hat. Dabei solltest du jedoch ganz genau lesen und genau hinschauen, denn mir ist etwas passiert. Ich war auf einem bekannten Kleinanzeigenportal unterwegs und habe mich vorher über Räder erkundigt und Reifen und mir auch Reifen ausgesucht, welche in meinen Augen sehr gut hier auf diesen Humvee passen. Ich habe also auf dem Kleinanzeigenportal nach genau diesen Reifen gesucht und bekam dann auch einige Ergebnisse ausgespuckt. Und wie das immer so ist, man filtert ja auch so ein bisschen nach dem Preis und schaut dann, was könnte passen, was könnte nicht passen. Und da sind mir 4 Räder hier für 25 € aufgefallen. Und ich habe gedacht, Mensch, Hälfte vom Neupreis, das ist aber komisch. Guck doch mal genauer hin. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir die Beschreibung durchgelesen und da stand dann drin, wegen Hobbyaufgabe, brauche ich nicht mehr, ist günstig abzugeben, Hauptsache weg. Ich denke, ach Mensch, das trifft sich ja gut. Die Reifen nagelneu, noch nie gefahren. Hobbyaufgabe, er braucht sie nicht mehr, er möchte sie loswerden. Kaufe ich. Ich habe diese Reifen also dort gekauft und der Kontakt war auch wirklich sehr, sehr nett. Und ich wurde als erstes gefragt, brauchst du noch mehr Reifen? Und ich denke so, ey, du hast doch nur diese Reifen, die du verkaufen willst. Also habe ich gesagt, nee, 4 Stück reicht mir, nur die du hier abzugeben hast. Okay, das Ganze bezahlt, also wirklich ein sehr, sehr netter Kontakt auch gewesen. Und dann kommen die Reifen bei mir an. Und ich denke, boah, super, die sind verpackt, nicht in der Originalverpackung, aber in so einer etwas festeren Tüte. Und ich denke, okay, schau dir die Reifen mal an. Und hier sind sie. Welche Reifen wollte ich haben? Ich wollte die RC4WD Dick Cepec Matte Country Reifen haben. Und diese hier, die sehen genauso aus. Das Profil, es passt, es steht drauf. Dick Cepec Matte Country. Jo, das sind sie. Prima, freut mich. Aber die Verpackung? Komisch. Ich schaue mir die Räder genauer an und finde gar kein RC4WD-Logo. Ich gehe hier zu meinen Crawlern, die ja auch alle mit Reifen aus dem Zubehör ausgestattet sind und die fast alle von RC4WD kommen. Ich schaue und auf jedem Reifen steht zumindest RC4WD drauf oder teilweise sieht man auch das Logo am Rand. Bei diesen Reifen hier nicht. Und ich bin nochmal in das Kleinanzeigenportal reingegangen und diese Räder hier, die waren immer noch verfügbar. Ich habe mir die Beschreibung nochmal genau angeschaut und zu verkaufen waren Matte Country Reifen, aber von RC4WD stand dort nichts. Und auch hier kein RC4WD drauf. Was ist also meiner Meinung nach passiert? Ich habe ganz schnell nach den passenden Reifen gesucht, habe gedacht, Mensch, ich kann mir noch ein bisschen Geld sparen. Ja, das sind die Reifen, prima, die wurden auch super fotografiert und ich konnte sehen, alles klasse. Also habe ich sie gekauft und habe mich im ersten Moment sehr gefreut, dass ich einen Schnapper gemacht habe. Jetzt weiß ich aber, das sind nachgemachte Reifen. Ich kann es nicht zu 100% beweisen, aber ich gehe ganz stark davon aus. Du hast also jemanden dort auf diesem Kleinanzeigenportal, der Reifen anbietet, die genauso aussehen, die aber nicht 100% das Original sind.
Und deswegen möchte ich dich bitten, lies die Beschreibung ganz genau. Ich werde dagegen nicht vorgehen. Die Person war mega nett, es hat super geklappt, es war alles in bester Ordnung und es wurde auch nirgends RC4WD geschrieben. Ich habe mich von dem Namen blenden lassen, ich habe auf die Größe geachtet, ich denke, jo, alles klar, das sind genau die Räder, die sehen genauso aus, 1,9er, passt, super Preis, nehme ich. Also schau bitte genau hin, wenn du Reifen kaufen möchtest, sind es Originale oder nicht. Das gibt es nicht nur auf Kleinanzeigenportalen, sondern das gibt es natürlich auch so im Netz. Lass dich nicht vom Preis blenden. Guck genau hin. Natürlich kannst du auch sowas hier kaufen. Die Reifen machen gar keinen schlechten Eindruck. Die sind schön weich, die haben hier eine Einlage drin. Das macht alles einen super Eindruck. Aber ich weiß nicht genau, wie sich die Originalen anfühlen. Sind die Originalen noch ein bisschen weicher, ein bisschen flexibler, langlebiger? Also schau wirklich und frag notfalls den Verkäufer nochmal, sind das originale Reifen, ja oder nein? Nun aber zum Fahrzeug und warum ich mich für diese Reifen hier entschieden habe. Der Humvee macht seinen Job ganz gut im Gelände, aber mir ist aufgefallen, sobald der Waldboden ein bisschen feucht ist, setzt sich dieses ja doch nicht sehr tiefe Profil schnell zu. Und die Räder drehen durch. Der Wagen hat auch ein amtliches Gewicht, ich glaube so fast um die 5 Kilo. Und da drehen die Räder durch und ich komme nicht mehr vom Fleck. Was kann ich tun? Ich hatte einen ganz tollen Hinweis aus der Community. Da war nämlich jemand, der gesagt hat, ey, dreh die Räder doch mal um. Die sind ja laufrichtungsgebunden und wenn du sie mal umdrehst, dass du theoretisch rückwärts fährst, dann hast du noch mal ein bisschen mehr Grip. Ist ein toller Tipp, finde ich klasse. Also das für dich vielleicht. Probier das doch, bevor du die neue Räder für dieses Fahrzeug kaufst, einmal aus, ob das schon hilft. Ich persönlich wollte dann aber doch andere Räder haben, weil ja dieses Profil hier wird sich trotzdem mit dem Boden zusetzen und da wird die andere Laufrichtung nicht so wahnsinnig viel dran ändern. Am Stein mag das wieder anders sein, weil dann haben wir hier an den Seiten ein bisschen mehr Grip und da könnte das durchaus funktionieren. Aber ich wollte definitiv neue Räder haben. Des Weiteren war es mir dann wichtig, dass ich hier keine Matzlinger oder sowas draufsetze, irgendwas, was ganz komisch aussieht, sondern wirklich so eine Art All-Terrain-Reifen, der gut zu dem Fahrzeug passt und deswegen habe ich mich hier für dieses Modell entschieden. Und wir sehen auch, wir haben an der Seite genug Profil und das Profil ist insgesamt auch etwas tiefer hier, dass ich die Hoffnung habe, dass sich dieser Reifen nicht so schnell mit feuchtem Boden etc. zusetzt. Überlege dir also bitte genau, wofür möchte ich den Reifen haben, wo fahre ich am meisten und was macht für mich Sinn. Und natürlich auch, welchen Kompromiss möchte ich mit der Optik eingehen. Kommt es mir nur auf Performance an oder möchte ich komplett Scale bleiben? Dann solltest du natürlich diese hier weiterfahren, die sehen super aus. Ich finde, ich habe jetzt hier einen ganz guten Kompromiss gefunden. Dann solltest du schauen, welche Größe brauche ich überhaupt. Wir haben ja bei Traxxas zum Beispiel das Problem, dass die Zubehörreifen nicht wirklich auf die Originalfelge draufpassen und dass das ganz, ganz schwierig ist. Der eine oder andere hat es vielleicht mal geschafft, aber ich würde behaupten, in 90% der Fällen passen Zubehörräder nicht auf die Originalfelge vom TRX4. Schau also, was habe ich überhaupt für Felgen? Welche Größe habe ich? Die ganz kleinen, das sind 1,55er, die gängigsten hier, das sind so 1,9er und dann gibt es noch die großen, wie man sie zum Beispiel vom Axial Wraith kennt oder auch von der High Trail Edition des TRX4, das sind dann 2,2er Reifen. In diesem Fall benötigst du 1,9er. Wenn du dir also Gedanken darüber gemacht hast, welche Reifen möchte ich haben, welche Größe brauche ich, dann kannst du schauen, sind Reifeneinlagen mit dabei? Und welche Reifeneinlagen könnte ich denn eventuell brauchen? Wie schwer ist denn mein Fahrzeug? Wo möchte ich fahren? Da gibt es zum Beispiel auf Crazy Crawler ganz tolle Reifeneinlagen oder Altforms, hat wahrscheinlich auch schon mal jemand gehört. Das sind so Sachen, da kann man sich dann auch individuell anschauen, für welche Zwecke brauche ich vielleicht die Reifeneinlage und kann dann gegebenenfalls, wenn welche mitgeliefert worden sind, auch dann hier vorab nochmal die Reifeneinlagen aus Schaumstoff in den neuen Rädern einmal austauschen.
Ich möchte hier bei den originalen Reifeneinlagen bleiben. Wenn du die Räder dann bei dir hast und du dich für alles entschieden hast, was du brauchst, dann geht es an die Montage. Und bei der Montage ist es wichtig zu schauen, haben die Reifen eine Laufrichtung? Möchte ich sie laufrichtungsgebunden montieren? Oder möchte ich vielleicht, um irgendwelche besonderen Zwecke zu erreichen, gegen die Laufrichtung montieren? Schau also, ob deine Reifen in irgendeiner Form laufrichtungsgebunden sind. Diese hier sind es nicht. Die sind vorwärts wie rückwärts auf beiden Seiten gleich. Da gibt es keine Laufrichtung. Als nächstes solltest du dann schauen, habe ich vielleicht eine Reifenbeschriftung? Eine, die nach außen kommt, eine vielleicht, die besonders schön aussieht, in weiß, gibt es die auf beiden Seiten? Oder muss ich wirklich gucken, dass diese Reifenbeschriftung nach außen zeigt? Nichts ist ärgerlicher, als wenn du deine Reifen hier auf die Beadlock-Felgen geknüppelt hast und alles drauf passt und alles gut sitzt. Und du stellst später fest, oh, ich habe auf 3 Reifen Schrift und auf dem 4. Reifen nicht. Das sieht dann komisch aus. Schau, ob es irgendwelche Schriften gibt, die du nach draußen haben möchtest oder nach innen haben möchtest. Zuletzt solltest du dir dann Gedanken machen, ob du die Beadlock-Felgen oder allgemein deine Felgen aufbleihen möchtest. Möchtest du, dass das Fahrzeug schwerer wird? Möchtest du einen niedrigeren Schwerpunkt schaffen? Dann kannst du die Felgen auch aufbleihen. Mach dir darüber vorher Gedanken, knüppel das nicht zu voll, mach da nicht zu viel Gewicht dran. Das geht auch immer auf die Zahnräder und auf die Achsen und du darfst nicht vergessen, der Reifen braucht hier auch noch Platz zum Arbeiten. Wenn du den Oberkante Unterlippe mit Felgenauswuchtgewichten füllst, dann hat der Reifen gar keinen Platz mehr zum Arbeiten. Dann kippt dein Auto nie wieder um, aber die Reifen fahren sich wie Holz. Deswegen achte darauf, möchte ich Gewicht reinhaben, möchte ich kein Gewicht reinhaben. In meinem Fall ist es so, dass die Karosserie wirklich sehr niedrig aufbaut und ich habe einen sehr geringen Schwerpunkt und dieses Fahrzeug hier hat extrem viele Metallteile und ist wirklich schwer. Dieses Fahrzeug ist in keiner meiner Fahrsituationen in irgendeiner Form mal ins Kippen gekommen. Von daher möchte ich auf jeden Fall keine Gewichte verbauen. Das Fahrzeug ist schwer genug. Der Wagen kippt nicht so schnell um. Es reicht mir völlig aus, hier keine Gewichte zu verbauen. Zudem darf man auch nicht vergessen, die Beadlock-Felgen hier, das sind auch Metallräder. Das heißt, die haben generell schon mal ein etwas höheres Gewicht als die normalen einteiligen Kunststoffräder. Kommen wir jetzt zum Wichtigsten, nämlich der Montage auf dem HGP 408. Um die Reifen vernünftig montieren zu können, solltest du diese erstmal vom Fahrzeug herunternehmen. Und in diesem Fall sind die Felgen wirklich sehr schön, denn man sieht hier die Hauptschraube gar nicht und diese ist versteckt hier unter diesem Nabendeckel und den nehmen wir jetzt mal runter. Du brauchst dafür einen 1,5er Imbus und dann kannst du hier ganz vorsichtig die Schrauben lösen. Mach das Ganze in Ruhe und gewissenhaft, leg dir die Schrauben zur Seite, löse jede Schraube, bis du dann hier unten an die Hauptmutter herankommst. Unter der Radkappe sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier unsere Hauptmutter und jetzt kannst du dein Radkreuz nutzen oder hier so ein Aufsatz. Ich mache das immer ganz gerne mit einem Akkuschrauber ansetzen und vorsichtig runter. Und jetzt kannst du hier diese Felge vorsichtig runternehmen. Die sitzen oftmals ein bisschen fester auf diesem Radmitnehmer. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Das kann man auch bei der Gelegenheit gleich super einmal mit sauber machen. Wir kümmern uns jetzt weiter um die Felge. Im nächsten Schritt müssen wir die äußeren Schrauben vorsichtig lösen, denn die äußeren Schrauben halten die beiden Ringe der Felge zusammen. Hier auf der Rückseite sieht man auch die Gewinde. Die Schrauben alle lösen und dann sollte man die Felge hier so öffnen können. Sobald die Schrauben gelöst sind, solltest du dann hier diesen Ring abziehen können. Dieser Ring hier hält zusammen mit diesem Hauptanteil deinen Reifen auf dieser Felge. So sieht es jetzt aus. Hier haben wir die Rückseite und wir drücken das mal vorsichtig raus. Und auch diese Felge hier besteht
aus 3 Teilen. Einmal dem hinteren Ring, dem vorderen Ring und dann hier dem mittleren Ring. Der ist hier drin. Und was mir jetzt gerade auffällt, es ist tatsächlich nur der äußere Ring hier. Der und die Radkappe, die sind aus Metall. Der Rest ist Kunststoff. Das wusste ich gar nicht, das ist mir neu. Und wenn wir jetzt sowieso gerade schon mal dabei sind, schauen wir auch mal hier einmal rein. Die Reifeneinlage macht tatsächlich einen recht schönen Eindruck und die Reifen sind auch nicht schlecht, bitte nicht falsch verstehen. So, nehmen wir dich mal vorsichtig heraus. Feucht sind sie nicht. So sieht hier die originale Reifeneinlage beim HGP 408 aus. Cool, hier haben wir unseren Reifen, alles ein bisschen sandig, das hat er abbekommen. Jetzt geht's an den neuen Reifen. Den hier lege ich mir gut zur Seite. Der gefällt mir nämlich eigentlich echt gut. Jetzt wird es spannend. Hier mal die beiden Reifen, der alte und der neue, gegenübergelegt. Es war nämlich gar nicht so einfach, einen Reifen zu finden, der von den Ausmaßen her sehr ähnlich ist zu diesem hier, weil gerade bei diesem Humvee kann es sehr schnell dazu kommen, dass andere Reifen an der Karosserie schleifen. Ja, es ist ein ganz kleines bisschen größer. Ich bin sehr gespannt, ob das vernünftig harmoniert. Das gucken wir uns natürlich an. Aber jetzt geht es erstmal darum, der alte weg, der neue wird montiert. Zunächst einmal den Ring hier in die Mitte einmal einführen und dann bitte darauf achten, die vorhin genannten Tipps mit der Laufrichtung, der Beschriftung etc. Der Ring ist jetzt drin, so sieht's aus, man sieht hier so ein bisschen glänzen. Also ich würde dir wirklich empfehlen, mach das auf einen entspannten Abend, wenn du wirklich Ruhe und Zeit hast, weil neue Reifen auf Beadlock-Felgen zu bringen, ist nicht immer ganz so einfach. Der Ring ist also drin. Jetzt schauen wir mal, der hatte hier solche Vertiefungen und hier in der Felge haben wir auch nochmal solche Vertiefungen, dass wir das wirklich hier einmal schön rein montiert kriegen. Das wird auf jeden Fall spannend und das machen wir jetzt mal. Kann ein Momentchen dauern. Ich zeige dir das fertige Ergebnis. Wie gesagt, auf einer Seite kommt der große Ringen hier rein und auf der anderen Seite außen dran. Dann später einmal alles außen festschrauben und einmal prüfen, hat der Reifen eine starke Unwucht oder sitzt der überall auch richtig, ne? Also wirklich schauen, dass der Reifen vernünftig gerade aufliegt und notfalls nochmal nachkorrigieren. Jetzt das fertige Ergebnis von diesem Reifen. Der Reifen ist auf der Felge, so sieht es aus und natürlich gab es Probleme. Es mag jetzt daran liegen, dass es nicht original RC4WD ist, es kann aber auch daran liegen, dass die Felgen wieder irgendein Zwischenmaß haben. Es ist jetzt drauf, die Felge ist hinten fest, das Ganze hier ist geschraubt, der Gummi ist hier zwischen dem inneren Ring und der Felge eingeklemmt, das heißt hier hinten ist es richtig fest. Hier vorne allerdings war der Ausschnitt zu klein. Und zwar haben wir hier generell einen etwas größeren Ausschnitt als bei diesem Reifen. Das heißt also, ich habe hier den inneren Kreis weggenommen. So sieht's aus. Das habe ich mit einer Nagelschere abgeschnitten. Natürlich sieht man es jetzt hier so ein bisschen, dass der Gummi nicht vollständig eingeklemmt ist. Der Reifen sitzt gut. Wie gesagt, er ist hier hinten komplett eingeklemmt. Das heißt, er dürfte sich auch nicht verdrehen während der Fahrt. Aber damit es hier vorne passt, musste ich diesen inneren Ring etwas erweitern, dass das Ganze vernünftig aufsitzt und dann auch keine Unwucht hat. Ich finde es in Ordnung. Ich werde das im Gelände ausprobieren und danach entscheiden, ob ich das hier vorne nochmal klebe, dass er auch hier vorne richtig fest ist, oder ob ich das so lasse. Stand jetzt würde ich sagen, passt das auch so. Bevor du anfängst, an deinen Reifen irgendwas rumzuschneiden, wenn du Felgen hast von RC4WD zum Beispiel und auch die passenden Reifen dazu hast von RC4WD, dann fang nicht an zu schneiden, das passt. Das braucht nur lange Zeit, bis du es da vernünftig drauf kriegst. In diesem Fall hier war es leider nicht möglich, deswegen diese Methode. Das mache ich jetzt bei allen 4 Rädern, das wird ein bisschen dauern. Dann wird das Ganze wieder montiert, zurück aufs Fahrzeug und dann sehen wir uns jetzt sofort wieder. Das fertige Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich finde, das sieht sehr schick aus. Ich habe jetzt mich doch dazu entschlossen, die
Reifen vorne an die Felge zu kleben, so wie man das auch von diesen einteiligen Felgen kennt. Wenn ich das erst im Gelände feststelle, wenn ich unterwegs bin, es wäre doch besser gewesen, hätte ich das Ganze geklebt, ja, dann stehe ich da und muss im schlimmsten Fall meine Fahrt abbrechen. Bedeutet, wenn ich das Ganze sowieso gerade schon runter habe, dann klebe ich das Ganze jetzt. Ich habe es ganz normal mit Sekundenkleber angeklebt. Wer genau hinschaut, der sieht es vielleicht auch. Sekundenkleber dämpft ja noch mal so ein kleines bisschen aus. Ich male das hier und da ganz gerne mal mit ein bisschen schwarzem Filzstift über. Man sieht es aber auch nach den ersten 2, 3 Fahrten nicht mehr. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Mir war jetzt wirklich wichtig, dass der Reifen richtig gut drauf sitzt und Stand jetzt bin ich wirklich zufrieden. Die Optik stellt mich sehr zufrieden. Wir sehen, der Reifen scheint etwas weicher zu sein insgesamt. Ich habe festgestellt, dass der Originalreifen gar nicht so wahnsinnig hart war, nur die Einlage, die war relativ fest und man sieht es hier jetzt auch, also die Beule, die ist schon etwas stärker. Ich würde, wenn du dich für diese Reifen entscheidest, auf jeden Fall empfehlen, das Fahrzeug aufgebockt zu lagern. Das sollte man ja mit Crawlern im Allgemeinen machen. Mit den Originalrädern ging es gerade noch so. Hier würde ich jetzt auf das Aufbocken auf keinen Fall mehr verzichten. Wie sieht's denn mit dem Platz aus? Also die Optik stimmt für mich mit dem Platz. Wir können uns das mal angucken. Ich habe die Räder jetzt komplett eingeschlagen und drücke die Feder wirklich komplett nach unten und jetzt sehen wir, hier vorne schleift es ein bisschen. In meinen Geländefahrten bisher habe ich es noch nicht gehabt, dass der Stoßdämpfer wirklich komplett eingefahren ist. Von daher gehe ich davon aus, dass es wirklich nur im ganz extremen Geländefall ein kleines bisschen schleifen könnte. Damit würde ich auf jeden Fall gerne leben, weil ich bin der Meinung, dass die Performance der Räder deutlich besser ist als die der Originalräder und dann nehme ich ein ganz kleines bisschen Schleifen im Grenzbereich auch gerne in Kauf. Und wenn ich jetzt das Fahrzeug hier normal anhebe, einfach mal am Reifen, dann sehen wir auch, dass der gar nicht komplett einfedert. Also ich muss hier wirklich schon oben drauf drücken, ja, und selbst wenn ich dann wieder loslasse, kommt da so ein bisschen hoch. Also im richtigen Offroad-Einsatz dürfte das Schleifen nicht sehr häufig vorkommen. Innen drin passt alles, da schleift nichts, das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn wir jetzt noch mal gucken, hier hinten am Hinterrad, da kann ich wirklich, man hört es auch bis zum Puffer durchschlagen und da habe ich immer noch ein ganz kleines bisschen Platz. Da passt, ja, ich schätze mal ein kleiner Schraubendreher passt da auf jeden Fall noch durch. Hinten haben wir gar keine Probleme. Ich bin sehr gut zufrieden. Wie gesagt, das mit dem Schneiden, das nur im äußersten Notfall machen. Ich denke, ein bisschen Fusch ist erlaubt, solange es vernünftig gemacht ist und später auch funktioniert. Was sagst du zu diesem Ergebnis hier? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und hattest du schon mal so ein Erlebnis, dass du dich irgendwie verkauft hast oder später festgestellt hast, oh, ich glaube, das ist gar kein Original? Das würde mich interessieren. Schreib's gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, dein World Control RC.